Heini, der Beste, Felix, der Glückliche und Flitzi, die Königin. Dieses letzte Schnurren war nur für mich. Danke, Flitzi. Ein Ritual zur Verabschiedung lässt einen das Ganze so abschließen für sich. Das habe ich mit meinem Vater auch gemacht. Ja, hallo. Hallo. Liebe Zuschauer, wir freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt bei unserem Hörding sechsten. 6. Genau, Hörding 6, Hörding 6, sechsten. obwohl das ist ja jetzt so eine Stimmt. Sondersache. So eine Sondersache, genau. Ja. Vielleicht Hörding 5a. Das wäre doch auch mal was. Ja, Genau, weil das ist irgendwie so ein bisschen außer der Reihe. genau. Und vielleicht wird das auch irgendwo anders Auch eingeordnet. erstmal hallo, liebe Nicola, du hast uns ja heute was mitgebracht. Danke, liebe Maren. Ich springe immer so wieder sofort ins Thema. Danke, dass du hier Ruhe reinbringst. Das liebe ich ja. Deswegen ergänzen wir uns so gut. Genau. Ich will immer vorauspreschen und danke dir dafür. Ja, hallo auch an dich. Und ja, ich traue mich heute. Ich weiß gar nicht, wie wir vorhin darauf kamen. Wir haben uns im Garten unterhalten über Tiere. Und wie kamen wir jetzt auf diese Geschichte, dass ich Durch dir das Huhn. Hä? Eigentlich durch das Huhn. Durch rote Beete, die ja schon so alt ist. richtig, Ja, richtig. ja. Ich Rote hab Beete. recht. Ja, super. Sowas weiß ich dann nämlich nicht mehr. Ich Nee. kriege dann immer nur den Impuls, das machst du als nächstes. Und deswegen will ich immer schon wieder das nächste machen. Genau. Also Ja. wir haben über ein Huhn, ein älteres Huhn Komm mal ein bisschen dichter, gesprochen. bitte. Du kannst auch mit dem Hintern ein bisschen dichter ranrücken. Und zwar Ja, besser. haben wir 11, ne? Was? Ist rote Beete. Nee, 10. 10. Ja, rote Aber Beete sie sie wird wird 11. 11. Ja. Mhm. Und ja, und da hatte Nicola mir dann dazu erzählt, was sie mit dem Huhn machen würde, wenn es ihm schlecht gehen würde. Und da sind wir dann auf die Geschichte von der Katze Richtig. Flitzi. Genau. Und ich danke. habe Oh Gott, ja. Das erzählen wir erst zum Schluss. Ja, genau, genau. Flitzi, gut, dass du das jetzt hingekriegt hast. Und erinnere mich dran, falls ich es vergessen sollte nach der Geschichte. Achso, genau. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass und zwar am 29.10.19, also die ist jetzt 7 Jahre alt, die Geschichte fast. Ja. Wow. 29.10.19 geschrieben. Und ja, jetzt lese ich zum ersten Mal öffentlich eine Geschichte vor. Und ich hoffe, ich kann meine Schrift lesen. Bitte vergebt mir, wenn ich mal ein bisschen so ins Stottern komme. Aber das ist jetzt auch sehr spontan, ne? Ja. Genau, ich fange mal an. Und ich bin selber gespannt, weil ich die seitdem, glaube ich, nicht mehr gelesen habe. Oh. Ja, das ist dann. Ich erinnere mich nur sehr gut daran, also an die Situation, als ich habe die geschrieben. Soll ich das vorwegnehmen? Nö, ist egal. Also ich habe die geschrieben nach einem starken Verlust. So, und ich habe in der Zeit viel aufgeschrieben und viel, wenn mich was sehr beschäftigt hat und so weiter, dann muss ich das entweder irgendwie kommunizieren Erzählen. und wenn man keinen hat, der da oder der Verständnis dafür hat, dann habe ich viel geschrieben. Und ich habe festgestellt, als Kind, ich hatte auch immer Tagebücher. Ich habe jetzt Tagebücher als 14-Jährige gefunden und so. Okay, Und ja. echt spannend. Ja. So, also eigentlich habe ich das immer gemacht. Ich habe keine Tagebücher geführt. Ich mochte Ja, das du nicht. warst ja auch unterwegs. Ich war ja so ein braves Mädchen. Ach ja. Ja. Also das schon mal vorweggenommen. Sie hat ordentlich gelebt auch als Jugendliche. Ja. Und ich war immer brav und angepasst. Also. Und dementsprechend habe ich, genau, wie sagt man? Liebe Mädchen schreiben Tagebuch und böse Mädchen haben keine Zeit dazu. Ja, das passt zu uns, oder? Ja. Ja. Das stimmt. Also, und so war es bei mir. Ich habe immer nur drüber geschrieben. Ja, Naja, schön. auf jeden Fall, genau. Und jetzt geht es um Flitzi. Das ist die Katze von meinen Eltern. Das ist eigentlich eine Frauenkatze gewesen. Die haben meine Eltern aus dem Heim geholt gehabt. Und die war so ängstlich früher, dass also meine Mutter die nur ganz schwer zahm bekommen hat, aber auch nur ansatzweise. Also die hatte einmal Junge bekommen und ist hier aus dem Emshorner Tierheim. Und meine Mutter hat sie so im Ansatz
nachher ruhig bekommen. Die haben die in sehr jungen Jahren bekommen. Ne? Die hat einmal einen Wurf gehabt und dann ist sie eingefangen worden und dann war sie bei meinen Eltern. Und das insgesamt, das nehme ich mal vorweg, ich glaube 18,5 oder 18 dreiviertel Jahre ist die alt geworden. Also eine echte Familienkatze, die ich durch vieles begleiten durfte und so und die auch, jetzt nehme ich es mal vorweg, als erstes jemals bei mir einmal auf den Schoß gegangen ist. Und das war so eine Ehre, wenn Ja. so eine Katze das Ja. erste Mal überhaupt bei irgendwem auf den Schoß geht. Ja. Und deswegen habe ich eine sehr starke Verbindung zu der gehabt. Da war mein Sohn noch sehr klein. Und er saß daneben und ich wollte das den anderen zeigen und die waren alle in der Küche. Und da habe ich nur zu meinem Sohn gesagt, bitte steh ganz langsam auf und geh mal ganz langsam. Das ist für einen Fünfjährigen oder was, müsste man jetzt ausrechnen, sehr schwer. Ja. Und das hat er geschafft. Und alle standen wie vom Donner gerührt da und haben gedacht, wie geht das, dass diese Katze jetzt da ihr auf dem Schoß sitzt. Ja. Und das habe ich oft mit Katzen. So, und jetzt, das geht jetzt um das Ende dieser Katze. Und das habe ich geschrieben, ja, ich glaube, da steht da genug drin. Also ich brauche ja nicht, also es Genau. geht um das Ende. So, Das wird gut. Ich habe schon eine Geschichte von Nicola gehört, von ihr gelesen. Das hat mich sehr berührt. wann war das denn und welche? Das war die, hatte ich ja auch gesagt, Habe über ich das diese Geschichte? Huhn. Ach ja, Ja. ich schreibe nämlich gerade ein Hühnerbuch. Und genau, und da die sammle ich Geschichte- Kurzgeschichten. Ach genau. so, da habe ich dir eine geschickt. Ja. Stimmt, und da war Und das, es. ja, schön. war so schön. Das habe ich vergessen, weil in dem Moment schicke ich das gleich raus und dann habe ich es wieder vergessen quasi. Ach, wie schön, ja. Danke dafür, fürs Feedback. Gerne. Schön. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie oft ich hier ins Schleudern gerate. Also, 29.10.19. Heute kümmere ich mich um Flitzi. Läuft es? Ja, es läuft. Heute kümmere ich mich um Flitzi. Die süße Maus ist ganz abgemagert, verliert ihre Ködel im Haus, hat gestresste Pupillen und atmet sehr schwer. Ja, deswegen sind wir drauf gekommen, weil das Huhn ja so schwer atmet. Genau. Ab und an, nicht immer, aber. Sie ist beim Aufräumen des Zimmers, also des Kinder-, dann Mama- und dann Katzenzimmers, zwischen meinem damaligen Freund und mich gegangen und hat sich streicheln lassen. Mein damaliger Freund meinte, dass sie wohl mal die Nägel geschnitten haben sollte. Und ich sagte dann, dass ich mich kümmern würde. Gestern in Uetersen angerufen. Heute ist mein Termin mit ihr. Eigentlich wollte ich einen Haustermin zum Angucken lassen der Katze. Aber eigentlich ist total klar, dass ich nachher meine erste Katze einschläfern lassen muss. Wow, das schreibe ich schon im Voraus? Oha, das wusste ich nicht mehr. Okay. Okay. Hä? Aber naja, gut. Also ich verstehe es auch nicht, aber es wird schon schlüssig sein. Mamas Katze wollte nur immer zu Frauen. Es war eine Frauenkatze. Und jetzt ist sie zwischen meinem ehemaligen Freund und mich getreten und hat signalisiert, hilf mir. Ich habe wie immer gleich reagiert, Termin ausgemacht und sie war tatsächlich im Computer drin. Und die Frau sagte, ist das Flitzi? Jetzt muss ich schon heulen. Das ist bescheuert. Ich kann das verstehen. Echt? Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Die ist aber alt, sagt sie. 2001 geboren. Ich habe ziemlich lange mit der Frau geredet und ihr erklärt, dass ich nur sicher gehen will, dass sich die Katze nicht quält und Krallen schneiden. Ob sie Hausbesuche machen, die Ärzte. Nee, Hausbesuche machen die Ärzte nur zum Einschläfern. Jetzt bin ich voll im Zwiespalt. Aber nun auf einmal doch nicht mehr. Ich habe alle Zeichen richtig gedeutet. Und Flitzi legt ihr Leben in meine Hände. Was für ein Vertrauen. Mir wurde vorhin klar, dass sie instinktiv zwischen meinem Freund und mich gegangen ist, weil sie wusste, wir verstehen sie irgendwie. Jetzt dringt es in mein Bewusstsein ein, was da gerade geschehen ist, und ich weiß jetzt schon, was kommen wird. Die Unsicherheit ist nur, ob, ich rufe später, ja, es steht hier, ich rufe später meine Nachbarin an.
Dann habe ich aufgehört zu schreiben. Also da war dann klar, ich muss die Nachbarin anrufen, weil die hat immer nach Flitzi geguckt, wenn mein Papa krank war im Krankenhaus. Ja. Und es war auch immer die Frage, wer geht vorher, die Katze oder er. Und das ist echt eine Belastung, wenn du nicht weißt, was Ja, machst du, wenn der ja, geht und was ja, machst du, wenn ja, der geht. ja. So, und dann war kurz Stopp und dann habe ich mich an die Nachbarin gewandt. Ach so, da habe ich geschrieben, die soll mitkommen. Dann erweisen wir ihr die letzte Ehre unserer Frauenkatze. So, und dann war Pause, aber sie ist nicht mitgekommen. Also ich habe das alleine gemacht. Und jetzt geht's weiter. Ja, ich glaube, jetzt geht's weiter. Voll erschöpft. Ah ja, jetzt ist danach. Alles lief sehr rund. Strahlend blauer Himmel. Erst Arzttermin, dann zu Papa. Flitzi hatte kaum noch Lungenvolumen. Vielleicht noch 10%, wenn es hochkommt. Die Luftröhre war fast schon zu. Meine Angst, vielleicht zu spät zu sein, war durchaus berechtigt gewesen. Sie hat nur auf mich gewartet, saß schon abfahrbereit im Wohnzimmer. Sie ließ sich von mir anfassen und hochheben. Das erste Mal, dass ich die kleine Kratzbürste hochheben durfte. Und ich mich auch getraut habe. Ja, die war so leicht. Die wog gar nichts mehr. Vorher mich mal mit diesem, ach so, vorher mich mal mit diesem komischen Transportkorb vertraut gemacht, damit ich keinen unnötigen Stress erzeuge. Flitzi war zum Schluss, wie Heini, schon bei seiner ersten Untersuchung überhaupt, komplett schicksalsergeben. Ein Musterbeispiel des Loslassens und des noch nie festgehalten Habens. Ich sagte mir, dass Katzen ohnehin immer in der 5. Dimension sind. Es für Flitzi also nicht so wirklich einen Unterschied macht, ob sie nun einen Körper hat oder gerade mal nicht. Im Grunde wusste ich, dass ich genau das Richtige tue. Die kleine Maus bekam erst einen Venenzugang und dann wurde sie auf Bitten von mir wieder auf meinen Schoß platziert. Unter ihr lag ein Kopfkissenbezug von meiner Mama, den ich noch aus Mamas Schlafzimmer geholt hatte. Denn Flitzi war Mamas Katze und danach erst meine. Mama war auch die ganze Zeit mit dabei. Eine Ära ging zu Ende. Das Alte wurde verabschiedet und Flitzi hat auf die neuen Winde reagiert, indem sie ihr Zimmer freiwillig an den Nachfolger übergeben hat. Papa musste dann noch erfahren. Wir haben gemeinsam geweint und der Engel Renate, also unsere Nachbarin, ließ sich in das Haus ein. Da saßen wir zu dritt und trauerten offen mit Tränen und Geschichten über unsere Flitzi, die immer da war, nie irgendwelche Ansprüche gestellt hat, weder durch Krankheiten noch durch irgendwelche anderen Spirenzchen. Die Eleganz. Die Eleganz hatte sie sowieso gepachtet. Eine junge Mami, aufgelesen in einem Schrebergarten, jung geschwängert worden und komplett überfordert mit dem Muttersein. Kein Wunder, dass Mama sich im Tierheim in sie verliebt hatte. Auch vorhin im Transportkorb zeigte sie das gleiche charmante und liebliche Verhalten, was damals das Herz meiner Mutter rührte. Sie streckte die Pfote durch das Gitter. Und ich musste an Mamas Geschichte denken, als sie und Papa im Tierheim waren und nach einer Katze Ausschau hielten. Flitzi hatte Mama gefallen, wegen dieser Pfote am Gitter. Diese kleine Geste hatte ihr ein wunderbares Leben beschert, in Wärme und Liebe und Verständnis. Das alles konnte Papa ihr auch bieten, nur nicht die ihr selbst innewohnende weibliche Energie, die sie später bei fast allen weiblichen Besuchern gesucht hatte. Flitzi, die junge, überforderte Mutter, die Grande Dame des Katzenlaufstegs. Diesen eleganten Gang konnte nur Flitzi produzieren. Wirklich wahr. Wie die gegangen ist, ey, kann ich nachmachen. Also ungefähr. Völlig eingeschüchtert kam sie in unserem Haushalt an und hat sehr lange auf sich warten lassen, bis das völlig Unerwartete irgendwann geschah. Sie legte sich auf meinen Schoß. Nachdem das Eis gebrochen war, sie allen Mut für diesen tollkühnen Schritt gewagt hatte, konnte sie gar nicht mehr genug davon bekommen. Stimmt.
Keine Katze, selbst die zahmsten, kam mit der Regelmäßigkeit eines Uhrwerks auf den Schoß wie unsere Flitzi. Wie oft ich gesagt habe, wenn Mama das sehen könnte, das würde sie nicht glauben. Ja, würde sie nicht. Glitzi, Flitzi. Glitzi. Glitzer. Flitzi hat, Flitzi hat uns allen gezeigt, dass alles möglich ist. Niemand hat je zu träumen gewagt, zu glauben gewagt, dass Flitzi jemals auf den Schoß geht. Und dann konnte sie gar nicht später genug davon bekommen. Verrückt. Nun liegt die Süße noch im Transportkorb gebettet in unserem Heizungsraum. Morgen werde ich ihr ein Grab schaufeln und sie zu den anderen 2 Katzen legen. Aller guter Dinge sind 3, oder nicht? Wie sollte es bei 3 toten Katzen anders sein? Sobald mein kleiner Mammutbaum namens Trinity tatsächlich. Ja, ich hatte mal einen kleinen Mammutbaum. Da habe ich in der Gärtnerei mal so ein kleines Mini-Praktikum für ein paar Stunden gemacht. Und da Ja. habe ich so einen Mammutbaum bekommen. Und der hatte so 3 Dinger, wie so ein Dreizack. Und da habe ich den Trinity genannt. Ja. Das wusste ich jetzt auch nicht mehr. Sobald mein kleiner Mammutbaum namens Trinity groß genug ist, wird er zu den 3 Tieren gepflanzt. Der hat nicht überlebt. Der ist Ach tot. so. Nö. 2 Winter oder so, vielleicht einen, aber dann war der weg. Im Moment würde Trinity den Frost wohl noch nicht überleben. Nee, hat sie auch nicht. Aber der Baum wird euch 3 Superkatzen gewidmet werden. Na, da wachsen jetzt andere Sachen. Hm. Erste Heini, der Beste. Felix, der Glückliche. Und Flitzi, die Königin. Und da habe ich noch ein Bild gemalt von Trinity. Dem Oh. Mammutbaum. Ja. Ist aber nun eher ein Zwerg. Ist eigentlich gar nicht gemacht, aber witzig. Bis zum Schluss war sie ganz die Dame. Selbst nach ihrem Tod liefen keine der erwartenden Flüssigkeiten eines komplett erschlafften Körpers aus ihr heraus. Stimmt. Hm. Keine Ansprüche stellen, im Hintergrund agieren, sich mit wenig bis gar nichts zufrieden geben. Ihr Schnurren verstummte zu allerletzt. Ihr Herz hatte aufgehört zu schlagen, die Lunge aufgehört zu atmen. Aber sie schnurrte noch. Ich fragte die beiden anwesenden Damen, ob ihnen das schon einmal aufgefallen sei. Beide schüttelten den Kopf. Dieses letzte Schnurren war nur für mich. Danke, Flitzi. Ja. Schön. Und so bleiben Tote in Erinnerung Genau. durch diese Geschichten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, egal ob es eine Katze ist, ein Tier oder ein Mensch, ein Ritual zur Verabschiedung lässt einen das Ganze so abschließen für sich. Das habe ich mit meinem Vater auch gemacht. Hm. Kann man ja jetzt einfach in dem Zusammenhang auch mal erzählen. Ja. Dann ist das nicht die Bonusfolge, sondern einfach die Intro für meinen Vater. Denn, ach so, das kann ich auch noch zu Ende erzählen. Ja. Erzähle ich erstmal von Flitzi zu Ende. Das Schöne war, dass mein Vater danach aufgestanden ist, dass die Toilette von Flitzi genommen hat und den Katzenkorb und alle Sachen zusammengesammelt hat, sauber gemacht hat und aufgestanden ist und hat gesagt, jetzt bin ich bereit, die Dinge wegzustellen. Und dann hat er alles gereinigt und hat das draußen zum Verschenken vor die Tür gestellt. So. Und das Schöne war, also mein Vater habe ich noch nie so weinen sehen. Nee. Nee, da war ja, bei uns waren Gefühle immer unterdrückt Ja. und viele Leute haben ja auch echt teilweise, können das Herz mehr öffnen bei Tieren. Ja. Ja, weil das manchmal Ja. zu Menschen Ja. hingeht, da sind schon zu Ja. viele schmerzhafte Dinge passiert. Und das ist auch verständlich, dass man das da dann nicht so kann. Aber dafür sind die Tiere ja da, Ja, dass sie uns da helfen können. das stimmt. Und es regnet ganz schön. Ich hoffe, ihr hört uns noch. Ja. Aber zu meinem Vater, er hat geweint, danach war gut, er konnte loslassen und danach war das nie wieder Thema. Und Renate, unsere Nachbarin, hat auch voll geweint. Und ich natürlich auch. Und das war eigentlich mit der heilsamste Moment, den ich je mit meinem Vater hatte. Ja. Also der offenste, ehrlichste. Hm. Noch nicht mal bei meiner Mutter war das so. Da waren andere Sachen irgendwie. Also das hier war einfach
schön im Ende, also am Ende. Es ist einfach echt rund gelaufen. Mhm. Und dieses Abschiedsritual jetzt in Form dieser Geschichte Mhm. also es hat mich berührt, da es meinem Vater so geholfen hat. Mhm. Und Abschied nehmen von meinem Vater, da hat mir sehr geholfen. Ich hatte 2 Freunde dabei und ich hatte mir vorher so ein Ritual ausgedacht, was ich aus so 'nem Buch hatte. Also, es war nicht komplett ausgedacht. Ich hatte es nur, schüttelt sich gerade das Huhn, hast du gehört? In der Ecke Nee. da. Ach so. Und, ähm und das wollte ich machen, so zum Abschied für mich. Und eine Freundin hatte dann, ich glaube, das waren Kamelien als Blumen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das waren so große, wunderschöne Blumen, die sie aus ihrem Garten mitgebracht hatte. Kamelien. Kann das sein? Ich weiß gar nicht, wie Kamelien aussehen, aber ich glaube, sie hat Kamelien gesagt. So große Blumen, die Ja. sehr flach sind. Auch als bei der Seebestattung habe ich, glaube ich, auch so eine hinterhergeworfen. So. Und die waren aus dem Garten und die haben wir dann so auf die Chakren gelegt von meinem verstorbenen Vater. Und dann habe ich mit Ah. ihm so ein Ritual gemacht. Also eigentlich war es vielleicht auch mehr zu meinem, weißt du, so fürs Abschied nehmen. Mhm. Ja, ich kenne mich da noch gar nicht Nee, aus. ich Mu- kannte mich vorher auch nicht aus. Ich hatte Nee. das in so einem schamanischen Buch gelesen, Okay. wie in anderen Kulturen, wie da verhindert wird, dass Verstorbene an ihrem Körper festhalten. Und das wollte ich verhindern für ihn. Ich wollte ihm klar Mhm. machen, dass er tot ist und dass er aus seinem Körper raus muss. Ah. Weil in diesem Buch stand, dass wenn hier Schamanen sind, und derer sind ja einige unterwegs, die sehen dann hier, die sind sichtig und sehen, wie viele echt orientierungslos hier rumlaufen und nicht wissen und gar nicht checken, dass sie tot sind. Ah. Und in Kulturen, Ja, die mit dem ja, Tod noch natürlich umgehen, ja. ist ein Verabschiedungsritual wie das, was ich dann mit meinem Vater gemacht habe, eine Möglichkeit, Ja. den Toten richtig ins Jenseits zu schicken. Und das ist eine Möglichkeit, die ich aus dem Buch habe. Und die hatte ich immer in der Tasche, immer in meinem Rucksack, falls es irgendwann soweit ist. Hm. Also ich war immer vorbereitet, Ja. weil ich wusste, wenn, dann werde ich die Erste vor Ort sein und dann werde ich das machen. Und dann hatte ich immer gehofft, dass meine 2 Freunde von damals dann auch Zeit haben. Und es war so. Und es Oh. war wieder, wie so häufig auch Überlebende sagen oder Hinterbliebene, dass es wie orchestriert ist, wenn jemand geht. Manchmal. Manchmal ist es orchestriert, wenn Hm. Leute langsam gehen dürfen, wenn es ein aus Altersschwäche so ein Tod ist, Hm. dann hast du ja die Chance, langsam da reinzugehen. Und du als Hinterbliebener hast auch eher die Chance, dich langsam mit dem Gedanken abzufinden, dass es Ja. bald vorbei ist. Hm. Und das hatte ich ja auch mit dem Huhn. Deswegen sind wir jetzt bei dieser Geschichte gelandet, weil ich mich Genau. jetzt schon mental darauf vorbereite, weil ich liebe dieses Huhn. Das ist mein Hm. Huhn, das ist meine rote Beete, die besingt mich von morgens bis abends. Und wenn der Gesang nicht mehr da ist, dann ist das traurig. Ja. So, es wird auch nicht weniger traurig. Ja. Ich denke gerade, also meine Katze, ich hatte auch mal eine Katze, Ja. Melly von Melody. Von Hm. Melody. Ja, Oh, ist das schön. von der kleinen Tochter von Ariel. Die hieß Melody. Habe ich nie gesehen. Nee. Okay, ich habe halt keine Mädchen Nee, als Kind. genau. Ja, mhm. Und die ist ja 19 geworden. Wow. Und die ist auch 2019 gestorben. Ach, Mhm. Am 19.08.2019. wow. Mhm. Im gleichen Jahr. Wow. Ja, als ich im Grunde genommen, also ich habe ja 2020 die Diagnose bekommen. Ah, Und heute denke ich manchmal, die war ja nun schon wirklich alt und sie hatte ja Nierenversagen. ja. Und dann hatte ich sie ja noch 3 Monate, habe ich sie zu Hause bei mir behalten, also mit Zustimmung der Tierärztin, Mhm. weil die Tierärztin mich gesehen hat, als ich damals mit Melli zu ihr gekommen bin. Mhm. So hat sie sofort gesehen, ich kann sie noch Kannst nicht ihn noch gehen. nicht loslassen. Nee, Ja, konnte ich noch nicht. ja. Dann habe ich sie ja mit nach Hause genommen und dann hat sie Infusion bekommen und noch anderes Futter, aber also es waren noch nicht mal mehr 3 Monate. Okay. Mai, naja doch, Ja, Mai, Juni, Juli, August, also fast drei ja. Monate. Und heute denke ich, mh, wir sind damals
also ich hatte ja schon Schmerzen Ja, auch. ja. Und dass Melli irgendwie auch wusste, sie muss jetzt gehen. Ach So, so, weil ich weil du hätte, deine Zeit brauchst. ja, Ja, Tiere, also es das kann, fiel mir ja, jetzt gerade so ja. ein, als du die Geschichte Ist das so, nicht schön, wenn im Nachhinein so die Erkenntnisse, ja, das habe ich mit ja, meinen Geschichten, wenn ich die nochmal lese, auch. Da kommt immer noch mal so eine extra Erkenntnis ja, dazu. Und die ist dann wieder ein Geschenk. hm, Ja, schön. Ja, guck mal. hm, Das habe ich schon mal gehört von jemandem da, die wollten umziehen. hm, Und die Katze die wollte nicht mit umziehen. Die war auch schon alt. ja, ist Und auch schwer für die dann. die ist übrigens auch kurz vor ihrem Tod nochmal auf meinen Schoß gekommen. Ja, Die war schon ganz, ganz, ganz dünn. Und dann ja, ist sie auf einmal über den Tisch gekrabbelt und hat sich, also schon, die war schon fast skelettartig. Ich hatte noch nie so eine dünne Katze auf dem Schoß. Und dann habe ich sie, weißt du, gestreichelt, das war nur noch Haut und Knochen. So, und ja, und hm, die ist dann auch gegangen. hm, Aber von alleine, die ist einfach aus der Tür gegangen. ja. Bei Wind und Wetter. Ja, Melli war ja nie krank. Nie. Ja, Flitzi auch nicht. Null. Ich Die glaube, hatte die nie. andere auch nicht, von der ich eben Ja. gesprochen habe. Ja, Und dann, ja, war es insofern, also sie hatte ein schönes Leben. toll. Genau so wünsche ich mir mein Leben jetzt auch. Ja, ich auch. Nie krank Ja. und einfach so schön alt werden Mhm. und dann gesund quasi sterben, wenn das geht. Ja, Möglichst. naja. Ja, irgendwas Gut, muss man haben. ja, irgendwas muss man Aber, ja haben. aber weißt Aber du, dass man so einschlafen kann, dass man sich die Zeit nehmen kann, das hätte ich gern. ja, ich auch. Oh, guck mal, das ist doch schon mal ein schöner Ja, Wunsch. ja, Und dabei, das ist doch ein schöner Abschluss. ja. Also den Wunsch habe ich auch. Also es war so friedlich. Da war Frieden, als Melli eingeschlafen ist. Ist sie bei dir eingeschlafen? Auf Nee, dem Schoß, nee, sie ist ja eingeschläfert. Ja, eingeschläfert worden, aber ähm, im Raum ja, genau. war Frieden. Ja, Also das hat man richtig gespürt. ja, Und also das wünsche ich mir für mich, genau. dass ich so verabschiedet Ja, werde, wundervoll. muss ich ganz Das kann ehrlich man eigentlich sagen. jedem wünschen. Ja, genau. Also, das wünschen Jedem. wir jedem. Und in diesem Sinne, ja, Ja, das war gut. das war echt gut. Verabschieden wir uns Ja, und vielen Dank fürs Zuhören. ja, Echt genau. jetzt. Ja, In echt jetzt. Und da kommt Flauschi. ja. Du kommst auch irgendwann nochmal ins Bild, ne? Sag mal Hallo. Nee, er sagt Der nichts. macht nichts auf Kommando. Nee. War ein Versuch wert. Ja, Also, liebste Grüße. ja, genau. Liebste Grüße. Bis Tschüss, bis zum nächsten dahin. Mal.